In meinem Hotelzimmer hier in Amstetten hängen 2 Ölbilder. Ich nenne sie Allein und Gemeinsam. Amstetten. Wüste, wie auf dem Gemälde, ist nicht gut, aber auch selten. Schon an der nächsten unscheinbaren Mauer blühen die Blumen. Und jedes errichtete Gebäude, selbst einsturzgefährdete, jede menschliche Siedlung und jede Stadt ist bereits ein Wunder des Zusammenlebens. Stell dir vor, du wärst Amelia. Amelia fürchtet sich vor dem Alleinsein. Sie braucht die menschliche Gesellschaft. Amelias Lieblingsplatz in ihrer Lieblingsstadt Amstetten ist dieser hier am Rand der Innenstadt. Sieht vielleicht unscheinbar aus, aber hier sieht Amelia, wie alles in einer Stadt wie Amstetten zusammenpasst. Das Weiße Haus ist die Stadt-ÖVP, zuletzt erstmals stärkste Partei im Gemeinderat. Amelias Bruder engagiert sich dort. Im Rosa Haus daneben, hinter den roten Blüten, sitzt die Arbeiterkammer, wo eine Tante im Sekretariat angestellt ist. Ein Schwenk und wir sind bei der Pfarrkirche St. Stephan, dem ältesten Gebäude der Stadt. Zumindest die Grundmauern, denn oben drüber wurde alles mehrfach niedergebrannt, wie in ganz Amstetten. Richtig alte Mauern hat die Stadt nicht, als wäre alles immer neu einzurichten. Eine Demokratieinitiative stellt quer durch die Stadt auf Tafeln Fragen an die geneigte Bevölkerung. Hier vor der Kirche fragt sie keck nach dem Verhältnis von Kirche und Staat. Der Pfarrer hält das wohl aus. 200 Meter weiter am Denkmal für die russischen Soldaten hängen Zitate vom Massenmörder Stalin. Aber auch der lokalen Kriegstoten wird gedacht. Hier im Schulpark, wo Amelia auf ihren Spaziergängen meistens irgendeinen Alten hört, der aus dem Seniorenheim zu den unbraven Jugendlichen herüberschimpft. Überall Bezüge und Verbindungen. Nicht immer harmonische, jedenfalls Leben, nicht Wüste, gerade richtig für Amelia und ihre lauernde Angst vor der Einsamkeit. CCA, das City Center Amstetten, ist nicht bescheiden, aber in diesem richtig großen und topmodernen Einkaufszentrum steppt der Bär. Außer am Sonntag, immer und ganz besonders bei Schlechtwetter. Draußen Unterführung hier, Unterführung da, das ist die Krux an Amstetten. Überall verlaufen Straßen wie die A1, die Eisenbahn oder die Ybbs quer durch die Stadt und sind ein bisschen im Weg. Die Eisenbahn hat Amstetten groß gemacht. Verdoppelt hat sich die Bevölkerung am Anfang des 20. Jahrhunderts. Wegen der Westbahn und der Rudolfsbahn in den Süden. Ein gutes Gefühl, schnell wegzukommen, nach Linz, Salzburg, Wien oder runter nach Kärnten. Wenn die roten und bunten Züge die Blutkörperchen sind, ist dann Amstetten Österreichs Kreislaufpumpe ein wärmender Gedanke. Amelia friert schnell, ein weiterer Grund, warum sie viel zu Fuß geht. Außer im Einkaufszentrum ist in der Innenstadt auf der Straße wenig los. Ein Highlight das Rathaus mit seinem langen Band von Vitrinen aller möglichen Vereine. Die Zivilgesellschaft lebt und die Stadt bekennt sich dazu. So ein Hauptplatz mit Wappentier, Springbrunnen und Eiscafés hat einen hohen Wohlfühlfaktor. Wen kümmert's, dass die Häuser nur von jung bis mittelalt reichen?
Der Kebab-Kiosk ist dann für die Farbe zuständig und die Apotheke fürs Gediegene. Die Kunst- und Kulturvereine haben zu kämpfen bzw. schon zugesperrt. Städte mittlerer Größe sind ein hartes Pflaster für alles Randständige. Sie bieten Gemeinschaft und ein Zentrum für ihr regionales Umland, aber ein bisschen mehrheitskonform soll schon sein, was hier am Markt überleben will. Avantgarden und Freaks haben es in der Großstadt leichter. Amelia studiert an der Universität in Linz. Die Eisenbahn macht's möglich. Amstetten ist super, aber was für Amelia zählt, ist zu wachsen. Du kommst von einem Ort und das ist deiner, Amstetten, und du gehörst dahin. Und gerade deshalb, wenn du jung bist, willst du mehr. Du willst, dass dir die Gemeinschaft die Angst nimmt, damit du dich sicher genug fühlst, um allein deinen Weg zu gehen. Du willst alte Gebäude und den Kirchturm von St. Stephan im Abendlicht und den Blick in die Voralpen und deine Freunde in der Stadt und die an der Uni. Du willst das Ameliahafte in der Welt finden oder erfinden, obwohl du noch keine Ahnung hast, was das sein könnte. Du willst nicht nur eine, sondern 2 oder 3 Chancen bekommen im Leben, um etwas zu riskieren auf dem Weg zum Ameliahaften. Politik? Pah, das ist etwas für Amelias Bruder, der kann sich da austoben. Für Amelia reicht es, wenn es so bleibt, wie es ist, damit sie in Ruhe und Sicherheit ihren Weg gehen kann. In Gemeinschaft und allein.